Ja, moin. Ich fahre jetzt hier zusammen mit Okan durch die römische Stadtwüste. Da ist Okan. Hi. Okan hat einen Instagram-Kanal. Den verlinke ich hier unten im Video auch, so dass ihr den auch mal besuchen könnt. Auch wenn er nicht gerade der Elektromobilitätsenthusiast ist, aber egal. Haben wir jetzt einen Verbrennerfahrer im Elektrowagen, im kleinen Elektrowagen, und Okan ist groß. Das ist also jetzt die doppelte Prüfung. Also der Buchhalter und Okan zusammen im Alumi Elite, der hier hinter uns steht. Ich blende mal eben um. Da ist unser Testwagen, den wir jetzt 16,3 Kilometer durch Rom bewegen werden, auf einer festgelegten Route. Wir dürfen keine Powerslides machen und keine gefährlichen Aktionen. Aber ja, muss ja auch nicht sein. Es geht um die Experience. Also jetzt das Auto auch mal in seiner Umwelt zu bewegen, wo es eigentlich für gedacht ist. Also die artgerechte Haltung auch fürs Auto. So, Okan und ich sind jetzt losgefahren. Ja, ich sitze jetzt erstmal auf der Beifahrerseite und ihr seht, es wird gemütlich, wenn man hier mit zwei Erwachsenen sitzt. Und du wirst auch selber merken, das Fahrgefühl ist, ich sag mal, sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, aber ich weiß, dass man sich an sowas gewöhnen kann. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt einen Roller fährst oder so, ist auch irgendwie was völlig anderes, als wenn du mit dem Auto fährst. So, aber ach Gott, aber bergab geht's, ne? Bergab geht's. Da hilft unser Gewicht. So. Mit uns drin wiegt das Auto praktisch ja, die Hälfte mehr, als wenn es leer ist. Ne? Also Wendekreis irgendwie 5 Meter gefühlt. Das ist schon cool. Über Eine Brücke. keine Ahnung, wie heißt das? Themse? Nee, das war rund London. Ups, das muss ich rausschneiden. Oh, da. Das Ding jetzt eigentlich auf oder nicht? Jetzt. Cool, die GoPro war die ganze Zeit nicht an, aber jetzt ist sie an. Das war die ganze Zeit gerade nicht an. Nee. Schade. Aber die andere läuft ja, also Ton haben wir zumindest, aber ja. Also kannst du mal eben zurückfahren. Ich muss das nochmal auf. So. Ja, da rechts, ne? Und dann ich kann ja noch mal so eine Außenaufnahme auf uns machen. Ja, so. Okay. Jetzt haben wir hier das mit der Sonne. Das Problem. Ich habe schon Schlechteres gesehen. Ist nicht schlecht. Wo sehen die Fliegen? Die kleben hinten am Auto, ne? Ich komme nicht raus. Das ist Kindersicherung, Alter. Ach, die ist schon offen. Ja.
Aber das Lenkrad hat einen gerade Stellmoment, weißt du? Aber, aua, au. Der hängt mir hier am Hals so. Tiefer stellen hier. Nee. Das ist unangenehm. So. Nee, wenn du jetzt machst, jetzt der Sportmodus. Ah, okay. Aber ich finde so das Lenkrad so, wenn du so ein bisschen, Der springt nicht zurück. nur auf sowas von. Echt? Ja. Okay, hier. Alumi für Audi. Ist ja echt krass, wenn man denkt, dass dieses Auto hier jetzt aus 7000 alten Dosen gemacht wurde. Ich würde jetzt keine Marken nennen, aber Hast du die ausgetrunken? da gibt es so einen Energy Drink Hersteller, Silberblau. Da könnte es zutreffen, dass ich 7000 Dosen getrunken habe. Also du hast das Auto hier verdient eigentlich. Das wäre nochmal eine interessante Frage, ob das jetzt hier wirklich aus so Recyclingmaterial gebaut ist oder ob das nur so eine theoretische Ansage ist. So, man könnte, wenn man wollte, ne? Oder vom Gewicht her oder so. We aim to achieving 100% recycled aluminum to build a car. Weil ich weiß nicht, ob... Leck mal irgendwo dran. Vielleicht schmeckt der noch so ein bisschen nach Red Bull oder so. Kopffreier ist Für mich okay. für mich nicht okay. Ach, guck mal. Hier. Ey, du Zwerg. Ein Citroën Ami. Kannst du dir kein großes Auto leisten, so wie wir? Ah, nee, sitzen noch zu zweit drin. Ja, okay. Ja. Aber er hat die 45 km/h Variante da. Mit Sieht dem. man am Kennzeichen. Und wir haben gar kein Kennzeichen. Also wir können sowieso machen, was wir wollen. Ja, was dem Auto hier noch fehlt, ist irgendwie ein Fußgängerwarngeräusch. Aber das kann vielleicht sein, dass das noch kommt, weil irgendwie ist das hier so. Wir fahren hier im Stealth-Mode. Die Fußgänger hören uns nicht kommen. Also muss man rufen oder hupen. Was mir hier jetzt auffällt, wir haben im Fahrzeug kein Handschuhfach. Hat er nicht irgendwo gesagt, dass wir irgendwelche Papiere haben hier, die uns ausweisen, falls wir angucken? Ja. Sollten wir auch haben, aber ist nichts drin. Naja. Hoffe mal, dass wir nicht angehalten werden. Ach was, ja. Wird schon schief gehen. Aha. Also es gibt hier in Rom auch schon durchaus Elektrobusse und auch ja, Schnellladestationen an den Autobahnen und so, aber die, ich sag mal so, AC-Ladeinfrastruktur ist eher mau. Da war bis jetzt eine Säule, die wir gesehen haben. Also ich finde, guck mal, jetzt hier rum und das Lenkrad, zack, also der stellt voll gerade. Also als wenn das irgendwie noch elektrisch unterstützt ist oder so. Ich finde das schon voll krass. Ich sehe jetzt mal hier den Verbrauch, der zeigt jetzt hier 9,7 Kilowattstunden an. Ja, Stadtverkehr, ne? Gut, das ist aber, glaube ich, dann auch, das passt schon, so, ne? So. Mehr hätte mich jetzt auch irgendwie überrascht. So. Einfach der Straße folgen am Fluss entlang. An der Biegung des Flusses, Alter. Wir treffen uns an der Biegung des Flusses. Rechts von uns ist das Pantheon. Sagt ihr das was? Das mit den Säulen, was so voll bekannt ist? Nein. Das ist voll bekannt, aber mir nicht so. Ah ja, okay. Aber Verstaumöglichkeiten gibt es echt erstaunlich viele, muss ich sagen. Bis auf ein Handschuhfach. Airbags hat das Ding jetzt keine, sehe ich gerade. Echt nicht? Nee, tatsächlich nicht. Das können wir gleich nochmal fragen, ne? Was jetzt hier links oder was? Nee, der Straße folgen. Ja, hier hoch. Weiter der Ne? Straße folgen, ja. Mhm. Das müsste ja sonst, würde ja sonst so stehen, Airbag. Ja, SRS, Airbag irgendwie so. Aber eine Hupe. Also, man kann nicht alles haben, ne? Ja gut, vielleicht ist es auch, weil er nur maximal 90 fährt oder so.
dass man dann keinen braucht oder so. Oder, ja, braucht man überhaupt einen? Ich weiß nicht, ist das Vorschrift? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Nee, das ist... So ein Citroën Ami hat ja auch keinen. Oder ein, wie heißen die Fiat Tipolino, diese kleinen Elektroautos. Carpe Diem und bei dem in München stand Fearless drauf, Be Fearless, also sei furchtlos. Ja, Das deshalb, stand auch gestern Abend drauf. genau, deshalb, weil eben anstatt Airbag so, was bist du für Weichei, sei furchtlos. Ha, genau, so ist Wenn das du gedacht. stirbst du wie ein Mann. Ja, genau. Ohne Airbag. Ohne Helm und ohne Gurt, einfach Gurt. Also ich fahre Ich muss noch geradeaus weiter. optimal. Ja, ich habe mir gewundert, auch beim, das kenne ich gar nicht. Was da Die hier, denken, da fahren Leute durch beim Fußgängerüberweg. ja, logisch. Ja, Hier ist wir, die österreichische Botschaft. wir versauen die hier alle. So, beim nächsten Mal werden die alle denken, ach ja, das geht. Und dann werden sie platt gemacht. So. Cool. Ja, wie hat euch denn diese Rundfahrt gefallen? Okay, wir haben es ja ein bisschen mit Humor gewürzt dort, Okan und ich. Und das war jetzt auch nicht so ein klassischer Autotest, wo man jetzt die ganzen Einzelheiten so durchgehen kann. Dafür hatten wir auch gar nicht die Zeit. Das werde ich mir irgendwann noch mal nehmen, wenn das Auto nach Deutschland kommt. Das ist für nächstes Jahr geplant. Also ich schätze mal so zweites Halbjahr 27 werden die auch in Deutschland hier auftreten. Aber erstmal fängt das in Italien an. Aber was wir gelernt haben, ist, dass man so ein Auto durchaus ernst nehmen muss, weil guckt mal hier auf der IAA, wie ich mir das Auto das erste Mal angesehen habe und das eigentlich so ein bisschen belächelt habe und aber auch ein bisschen schon gestaunt habe, was denn doch alles drin war. Und jetzt habe ich damit, jetzt habe ich selbst drin gesessen und bin damit gefahren und habe gemerkt, okay, das funktioniert auch alles und das ist auch alles dabei. Und preislich wird das auch ein ganz schöner Hammer werden, wird so bei 10.000 Euro liegen. Das ist, wenn man das mal vergleicht, mit anderen Mikrocars und so, echt eine Ansage. Das ist günstig. Und ich sehe ja, dass auch ich sag mal, ein Bedarf dafür ist. Wenn ihr mein Video, vielleicht haben es einige von euch gesehen, wo diese Mikrocars von Greenspeed, die hier in Deutschland, ich sag mal, entmontiert werden, das sind im Prinzip chinesische 3- und 4-Räder und so, die so in Indien und sonst wo rumfahren und die halt Greenspeed hier nach Deutschland importiert und ein bisschen umbaut und für den deutschen Markt ertüchtigt, sag ich mal so. Die liegen im Preisbereich noch etwas deutlich darunter, sind dann meistens aber auch in der Funktion und Geschwindigkeit stark eingeschränkt. Und davon fährt keiner 90 und davon hat keiner also diese Ausstattung wie der Link-Tour. Also die decken da so die Mitte ab zwischen diesen ganz kleinen Mikrowagen, Mikrocars und so, ich sag mal, und den kleinen und Kleinstwagen. Dazwischen passt genau dieser Alumi. Und Alumi hat auch seine Berechtigung ich sag mal, im urbanen Bereich als Zweitwagen zur Not oder auch für alte Leute, die eben halt ja, warm von A nach B kommen wollen und auch kühl im Sommer und nicht auf lange Reisen damit gehen wollen. Denn 180 Kilometer Reichweite, okay, maximal, lass es am Ende 120, 150 sein, reicht völlig aus. Und dann kann man die Kiste eben halt im Idealfall natürlich zu Hause laden, ansonsten Schnellladen geht hier AC. Ne? So, das ist dann alles auch noch eine andere Größenordnung, aber da fährt man recht günstig. Wie das jetzt aussieht mit Händlernetz, Wartung, Reparaturen, Ersatzteilen und all sowas, das wird sich dann zeigen und das werde ich dann gegebenenfalls auch aufgreifen, das Thema, wenn die denn nach Deutschland kommen. Also ja, Link-Tour, touché. Da habt ihr ein gutes Produkt. Das ist eine Nische, die hier eigentlich schwer besetzt ist. Wir haben es ja in dem Film auch gesehen, Citroën Ami und dieser Microlino, wo da so zwei hintereinander sitzen. Solche Kisten gibt es ja alle schon, aber die sind auch ein bisschen teurer. Ne? Und ja, besser sind die am Ende wohl auch nicht. Also ja, das ist also schon ein Bereich, wo ich denke, ja, das kommt.
das kommt. Anstatt Lastenfahrrad bist du ja dann auch schon schnell mal da. Und ja, für 2 Mann und 2 Frauen oder Mann und Frau und ein bisschen Gepäck reicht ja allemal. Also einkaufen kann man damit. Und ich meine, dass der so vom Gefühl her ja, mehr Platz hat als ein Smart. Also die ganz alten von früher. Ja, und am Ende natürlich nochmal der Hinweis, falls ihr es noch nicht getan habt, solltet ihr meinen Kanal abonnieren und natürlich das Video auch gerne liken und teilen, sofern es euch gefällt oder gefallen hat. Und ja, freut mich und besonders würde ich mich auch freuen, wenn ihr auch reichlich Kommentare da lasst, dass auch mal so ein bisschen Feedback wieder reinkommt zu dem Auto und was man eventuell alles da noch verbessern oder könnte oder was euch nicht gut gefällt, also euch jetzt schon gut gefällt. Ja, ihr wisst schon. Also lasst euren Fingern freien Lauf beim Tippen und ich freue mich drauf. Ja, jetzt bin ich wieder zurück im Hamburger Wetter im November, im Regen. Wunderbar. So ist das eben. Ich wünsche euch was, der Buchhalter. Tschüss.